Guten Morgen, liebe Scooter-Freunde, willkommen zum heutigen Video. Ich plane demnächst eine längere Tour mit meiner neuen Honda XADV und habe natürlich ein paar kleine Veränderungen vorgenommen, um den Touring-Komfort und die Nutzbarkeit ein bisschen für mich zu optimieren. Und was ich gemacht habe, das stelle ich euch heute mal vor. Eine der ersten Sachen, die ich getauscht habe, ist das Windschild. Ich bin relativ groß und das Honda-Windschild bei der XADV, obwohl man es Höhen verstellen kann, ist für mich ein bisschen zu niedrig. Also ich kriege sehr viel Wind an meinen Helm, der dann Lautstärke produziert. Da ist das hier, was ich angebaut habe vom Buick, etwas besser. Das ist höher. Und wenn ich das jetzt mal in die höchste Position mache, sieht man das schon. Das geht sehr weit nach oben, ist glaube ich 14 cm höher als das Serienwindschild. Von der Form her ähnlich, geht hier unten auch ein bisschen tiefer runter. Bringt also ein bisschen mehr Wetter- und Windschutz. Und das finde ich bei langen Touren sehr angenehm. Und wenn man seine Reisen filmt, dann ist es immer sehr angenehm, wenn man nicht so einen Krach am Helm hat, weil das geht alles aufs Mikrofon, dann gibt es Störungen. Also von daher bin ich mit der Scheibe sehr zufrieden. Das ist die von Buick und die gibt mir schon mal etwas besseren Wetterschutz im Körper- und Helmbereich. Die zweite Sache, die ich im vorderen Bereich verändert habe, sind hier diese Winddeflektoren an der Seite. Die sind direkt von Honda, werden nur aufgeklebt und leiten dann den Wind hier seitlich etwas besser ab. Die Honda XADV ist vorne ja relativ schmal, auch im Vergleich jetzt zur Forza zum Beispiel, hat dadurch keinen sehr guten Wetterschutz, was den Bereich der Beine hier vorne angeht. Also eine sehr schöne Sache. Die helfen gut, um den Wind hier vorne abzuleiten und verbreitern das Fahrzeug vorne etwas. Eine schöne Möglichkeit, um preisgünstig den Wetterschutz hier im vorderen Bereich für die Beine ein bisschen zu verbessern. Ich habe meine XADV gleich mit Heizgriffen ausrüsten lassen. Das sind die Originalen von Honda. Die haben sich bei mir immer bewährt, habe ich bei fast jedem Zweirad drauf. Und dann habe ich diese Handguards hier dran mit dem zusätzlichen Windabweiser oben drauf. Auch das schützt nochmal die Hände ein bisschen vor Fahrtwind und vor Regen. Und in Verbindung mit den Heizgriffen hat man dann, auch was die Hände angeht, glaube ich, einen ganz guten Fahrkomfort. Hier im unteren Bereich hat Sid jetzt ein paar Sturzbügel bekommen. Die hatte ich ja bei meiner BMW auch dran und die haben da wirklich gute Dienste geleistet. Wenn das Fahrzeug mal umfallen sollte oder irgendwo gegenkippen sollte, dann hat man durch diese sehr robusten Sturzbügel hier doch einen tollen Schutz. Und das ganze Kunststoff, was sich ja hier im Trittbettbereich befindet, ist durch den Sturzbügel gut geschützt und wenn man dann mal umfallen sollte, macht man sich nicht gleich das ganze Kunststoff kaputt. Also das finde ich eine sehr hilfreiche Sache. Für mich hat es noch einen Vorteil, ich kann da eine Menge ranbauen. Das heißt, hier an diese Sturzbügel kann ich noch zusätzliche Halterungen ranmachen für Kameras. Hier vorne können noch ein paar Zusatzscheinwerfer ran. Also die finde ich ganz toll. Das sind die Originalen von Honda. Gibt auch welche von anderen Zubehörfirmen. Ich habe mich für die Originalen entschieden, weil ich die ganz schick finde. Gerade mit dem Silber, dann taucht das Silberne, was man im hinteren Bereich hat, vorne auch nochmal auf. Hat man nochmal so einen kleinen Farbkontrast zu dem Mattschwarz. Bei der Vorstellung der Honda habe ich ja schon die Adventure-Fußrasten erwähnt. Die sind auf jeden Fall extrem praktisch. Ich fahre auch sehr viel damit, muss ich sagen. Also ich habe meine Beine sehr oft in dieser hinteren Position. Die sind sehr praktisch. Die kann man natürlich auch hochklappen, wenn man sie nicht nutzt. So, dann sind sie in dieser senkrechten Position, wenn man sie dann braucht. Einfach nach unten klappen. Die haben eine tolle Oberfläche auch, da rutscht man mit dem Stiefel also überhaupt nicht mehr weg. Sind sehr stabil, falten sich nach innen, wenn man mal umfällt. Die würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der sich einen XADV holt. Die machen eine Menge aus, müssen nicht die Originalen sein von Honda, die kosten, ich glaube, 360 Euro. Ich habe jetzt hier welche für 100, 120 Euro und die sind super, die halten perfekt. Eine weitere Sache, die hier im hinteren Bereich sich noch befindet, ist dieser Mudguard, also ein Wetterschutz am Hinterrad, der nochmal so ein bisschen den hinteren Bereich vor Spritzwasser schützt, weil dadurch, dass das Rad hinten ja sehr frei liegt, könnt ihr euch vorstellen, wenn es regnet oder man irgendwie ein bisschen durch Modder fährt, das schleudert alles nach hinten und durch diesen Mudguard ist das dann noch ein bisschen geschützt alles. Sieht auch ganz cool aus. Das ist einer von Givi.
der also auch nochmal ein bisschen den Wetterschutz verbessert. Um jetzt ein Topcase, wie ich das dran habe, zu montieren, braucht man natürlich eine Gepäckbrücke. Ich habe jetzt hier die Originale von Honda. Die ist extrem stabil, genau wie bei meinem BMW damals, Aluminium, sehr solide. Und da kriegt man die unterschiedlichsten Halterungen rauf. Man kann natürlich auch das Original Topcase nehmen, wo dann diese Halterungen dafür schon vorgesehen sind. Wollte ich nicht machen, weil ich hatte ein Topcase, mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Das kennt ihr schon, das ist hier mein GV. Ich fand das Topcase von Honda, ja, kann man machen. Dann hat man halt auch dieses Keyless-System. Kostet dann über 1000 Euro für ein Topcase. Das war es mir nicht wert. Ich fand die Form auch nicht so schön. Wenn man jetzt was reinpackt, war das innen so ein bisschen, ja, so mit vielen Ausnehmungen. Ich habe es also bei dem GV belassen. Ich war damit sehr zufrieden. Das hatte ich bei meiner BMW auch dran. Das ist solide, das hält. Man kriegt extrem viel rein, 58 Liter. Und das Gepäck lässt sich mit einer Tasche auch schön drin verstauen. Es passen 2 Helme auch rein. Und das Ding hält ewig. Hat jetzt schon einen Unfall hinter sich und hält immer noch, nicht mal einen Kratzer dran. Also das musste auf jeden Fall wieder ran. Hinten ist noch ein kleines Rückenpolster für die Sozia, damit es ein bisschen bequemer ist. Gibt da auch noch andere, die ein bisschen größer sind, aber das reicht. Also das ist so meine erste Gepäcklösung. Habe ich schon mal 58 Liter. Unter der Sitzbank sind ja auch noch mal 22 Liter oder Platz für einen Helm. Und somit hat man schon mal ein bisschen Stauraum. Am Lenker haben sich auch ein paar Kleinigkeiten verändert. Ich habe als erstes mir Riser eingebaut. Das sind diese hier, das sind von Vogt welche. Original für die Honda XADV. Und die sind wirklich toll. Die erhöhen den Lenker um 3 cm und versetzen ihn nach hinten um 1,7 cm. Extrem solide gebaut. Aluminium, CNC mit ABE und allem drum und dran, was man braucht für die Honda XADV. Sind wirklich gut, kann ich empfehlen. Also wenn man ein größerer Fahrer ist, und ich bin ja 1,88, dann helfen die wirklich, dass man eine etwas bessere, angenehmere Sitzposition bekommt, die 3 cm nach oben. Kabel, Bremsleitung, musste nichts verlängert werden, passt alles wunderbar. Eine gute Möglichkeit für große Fahrer, den Sitzkomfort noch ein bisschen zu verbessern. Das hier ist meine Smartphone-Halterung, da bin ich jetzt mal auf Quadlock gewechselt. Ich war mit meinem SP Connect sehr zufrieden. Habe da ja auch mehrere von, an meiner Vespa und auch an der BMW hatte ich die. Bin jetzt aber mal gewechselt, weil die Quadlock hat einen kleinen Vorteil. Sie ermöglicht es, das Smartphone entweder senkrecht oder waagerecht zu positionieren, ohne irgendwas umzubauen oder losschrauben zu müssen. Das fand ich extrem praktisch, weil manchmal will man so oder so haben. Das ging bei SP Connect nicht. Da musste man in der Mitte die Schraube lösen, die Halterung anders positionieren, wieder festschrauben. Das finde ich hier gut gemacht. Kann man also sich jederzeit entscheiden, in welcher Position man das Smartphone haben will. Hat man hier unten noch diese Zusatzsicherung, ein tolles System. Na gut, dann wie immer habe ich natürlich viele Halterungen für meine Kameras hier. Da arbeite ich mit RAM-Mounts. Und eine Sache, die mir ganz wichtig war, ich wollte einen USB-Ladeanschluss haben. Den habe ich jetzt hier. Der ist auch wasserdicht. Mit so einer Gummilasche oben dran, 2 USB-Anschlüsse. Sodass ich dann von hier aus mein Smartphone laden kann mit einem ganz kurzen Kabel oder halt meine Kameras, je nachdem, was ich hier vorne habe. Fand ich sehr praktisch, denn die Honda hat hier vorne in ihrem kleinen Handschuh-Sonnenbrillenfach, wie man immer das nennen mag, keinen USB-Ladeanschluss, sondern der befindet sich hier unter der Sitzbank. Das heißt, man müsste dann irgendwie hier ein langes Kabel durchführen, was dann hier nach oben geht. Ja, geht auch. Ich mag es bloß nicht, wenn dann immer so viele Kabel da rumbaumeln. Von daher hier ganz kurzer Weg zum Smartphone. Man hat es gleich in Griffweite. Fand ich ganz praktisch. Also vorne noch ein zusätzlicher USB-Anschluss. Ja, und das war jetzt auch schon alles an Anbauten, die bisher gemacht wurden. Also anderes Windschild, Windabweiser vorne, die Handguards, Sturzbügel, die anderen Fußrasten, hinten Mudguard, Gepäckbrücke und das Topcase hinten. Damit ist er jetzt schon mal etwas besser gerüstet für die nächste Tour, aber es kommen natürlich noch weitere Sachen. Ja, das sind also die ersten Umbauten, die ich an meiner XADV gemacht habe für meine nächste Reise, die jetzt schon bald ansteht. Ich habe nicht mehr viel Zeit und ein paar Sachen sind noch bestellt, da warte ich noch drauf. Ich hoffe, dass die noch vorher kommen. Ich mache dann, wenn die Honda fertig ist, nochmal ein Abschlussvideo, dass ihr alles seht, was ich dann auch wirklich angebaut habe für meine Reise. Ja, dann geht es auch schon los. Ich freue mich extrem, bin auch schon sehr gespannt, wie sich die Honda so auf einer langen Reise macht. Ich werde euch dann natürlich davon berichten. Und ich hoffe, das Video heute hat euch gefallen. Wenn ja,
Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen zu den Anbauten habt, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ist kostenlos. Einfach unten auf Abo klicken und auf die Glocke. Und damit helft ihr dem Kanal natürlich extrem weiter. Und wenn ihr fahrt bitte vorsichtig. Ich sehe euch beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.